News von gestern, über die wir heute sprechen, ist eigentlich ziemlich passend für dieses Video, aber es gibt einiges Neues, was sich jetzt gerade erst entwickelt hat, über das wir heute hier in diesem Video auch sprechen, aber wir müssen so ein paar Sachen aufarbeiten, die in den letzten 4 Wochen passiert sind, bei denen wir auf der 360-Grad-Tour waren, um für euch neue Videos mitzubringen. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin, einem neuen Video meinerseits und einem neuen News-Video. Ja, das letzte News-Video liegt so 4 Wochen zurück, aber ihr habt in der Zwischenzeit ja auch 100% Wolf aus dem Plopsaland Deutschland gesehen. Eröffnung einer neuen Achterbahn. Wenige Tage später waren wir im Hollandpark und haben die Eröffnung von Klompi gefeiert. Noch eine neue Achterbahn in Deutschland. Das alles habt ihr hier auf dem Kanal schon gesehen. Und es passiert auch einiges und es gibt einiges Aktuelles, über das wir sprechen und einiges, was passiert ist, wo wir jetzt on the run waren, was wir nochmal aufarbeiten müssen. Aber vorneweg vielen Dank an SBF Visa und CW Attractions für das Supporten und Sponsern dieses Videos. Auch hier wird es morgen eine Eröffnung geben, und zwar am schwedischen Gröna-Lund hat CW Attractions zusammen mit SBF Visa eine neue Attraktion ausgeliefert und es wird den Super Jumper mit 42 Sitzen geben, mit einer richtig crazy Thematisierung. Es ist eine große Spinne, die dann ihre Runden im Gröna-Lund drehen wird, was ein super geiler Freizeitpark einfach ist. Video zu Gröna-Lund gerne hier mal angucken. Da waren wir letztes Jahr das letzte Mal und davor war, glaube ich, 2016, dass wir da waren. Aber ein Park, der sich immer lohnt, der total verrückt ist, mitten im Herzen von Stockholm. Und dann jetzt morgen eine neue Attraktion von SBF Visa eröffnet, zusammen mit CW Attractions, die dieses Video auch supporten. Also vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und wir starten jetzt auch direkt durch. Beim letzten News-Video war das Ganze noch nicht öffentlich, aber jetzt können wir darüber sprechen, was die Neuheit 2026 im deutschen Jada-Park wird. Der Themenbereich Lütjes Moor im Jada-Park beheimatet ja die Achterbahn Ziegelblitz, zu der es eine 6-teilige Baudoku hier auf dem Kanal auch gibt. Und der Themenbereich wird jetzt erweitert mit der Torfschleuder. Und die Torfschleuder wird von Art Engineering aus Deutschland der sogenannte Wild Swing. Also eine große Schaukel für die ganze Familie. Ab 90 cm Größe kann man dort schon mitfahren. Und das Ganze ist nicht nur für Familien mit Kindern geeignet, sondern macht auch den großen Spaß und ist eigentlich auch relativ aufregend. Dabei geht es aber nicht über Kopf. Ab 3 Jahren und 90 cm könnt ihr mitfahren und habt dann die Torfschleuder passend zum Ziegelblitz mit einer richtig coolen Gestaltung, die dort kommen soll, und natürlich dem ein oder anderen Detail, Easter Egg und Besonderheiten, die im Jada-Park ja eigentlich schon Standard sind und man so ein im Verhältnis kleinen Freizeitpark wirklich auf dem Niveau der ganz Großen gestaltet und weiterentwickelt. Eine tolle Weiterentwicklung und eine gute Ergänzung für den Jada-Park meiner Meinung nach und eine Sache, die wir uns auf jeden Fall vor Ort angucken müssen. Six Flags Great Adventure, ein ganz anderes Thema, und es gibt eine neue Achterbahn für 2026 in diesem Freizeitpark. Und komplett unerwartet und überraschend wurde diese neue Bahn quasi noch nicht mal richtig angekündigt, sondern ist einfach im Park aufgetaucht. Dabei handelt es sich um eine Standard-Ravachon-Drehmaus, wie ihr sie von der Kirmes auch kennt, die auch mehr oder weniger so eine Standard-Kirmes-Achterbahn ist, und gebraucht aus dem Six Flags America jetzt nach Six Flags Great Adventure kommt. Denn Six Flags America wurde ja komplett geschlossen und innerhalb der Gruppe schlachtet man quasi den Park jetzt ein wenig aus, hat die Bahn aber neu lackiert und baut sie gerade im Park auf. Und nächstes Jahr wird es im Six Flags Great Adventure ja eine große neue Achterbahn von Mack Rides geben, die auch immer weiter wächst, und es gibt hier das ein oder andere Bild auch gerade zu sehen, wie der Stand der Dinge ist. Aber ganz kurz noch zu der Drehmaus, die jetzt nach Six Flags Great Adventure kommt. Das ist so ein bisschen der Wanderpokal bei Six Flags, denn von 2004 bis 2013 stand diese Achterbahn in Six Flags Great America und dann von 2014 bis 2025 im Six Flags America und ist jetzt im Six Flags Great Adventure. Die 3 Parks für Uschi die absolute Hölle, weil die immer verwechselt wegen Great America, America, Great Adventure. Aber ihr kriegt das hin, vor allem wenn ihr die Videos hier regelmäßig guckt. Und wenn ihr den Kanal abonniert habt, dann seid ihr auf der sicheren Seite, weil dann habt ihr das auf jeden Fall verinnerlicht. Also abonnieren drücken.
Karls Erlebnisdörfer. Noch ist nicht eine Stunde entfernt von jedem Deutschen ein Karls Erlebnisdorf, aber es geht auf jeden Fall in großen Schritten weiter. Und Wernigerode bekommt quasi sein Karls Pop-Up Festival, also ein Karls Erlebnisdorf Light. Das Ganze mit Traktorbahn, Raupenbahn, Spielplätzen, Kartoffelsackrutsche und Manufakturenmarkt. Und das Ganze wird halt eine erstmal temporäre Geschichte, um zu gucken, ob das funktioniert, wie das funktioniert, wo will man vielleicht in Zukunft hin. Während man das präsentiert hat und diese Idee vorgestellt hat, gab es auch vom Landrat bereits die Baugenehmigung direkt vor Ort. Und für die Leute aus Wernigerode geht es am 19. Mai bereits sogar schon los und für uns alle anderen ab 20. Mai gibt es dann das Karls Pop-Up Festival, also ein Karls Erlebnisdorf Light im Harz. Sagen wir so, der Harz rockt, das ist eine ziemlich coole Region und die bekommen jetzt quasi ihr Karls Erlebnisdorf Light. Auch eine spannende Geschichte und das gucken wir uns natürlich auch vor Ort einmal dann an, wenn es soweit ist. Wir sowie ihr müsst natürlich auch Gas geben, weil das Ganze logischerweise zeitlich auch begrenzt ist. Lake Winnepesaukah, ein Freizeitpark, den wir mal besucht haben und da eine kleine Vlog-Empfehlung. Guckt euch das mal an. Also das ist ein ziemlich kurioser Park, der Rabatte gibt, wenn man Konservendosen mitbringt, der komische, krasse Stempel einem auf die Hand drückt, wenn man überhaupt den Park betritt, die überall die Farbe hinsauen und der aber irgendwie super amerikanisch ist. Und die bekommen jetzt sogar noch eine neue Achterbahn und zwar ein Tivido Medium von Cira Rides, der echt cool aussieht und Lookout Safari heißen wird und meiner Meinung nach echt ein cooles Design hat. Es ist aber auch wieder nur eine in Anführungsstrichen neue Achterbahn für 2026, denn die Anlage kommt gebraucht aus dem Indianapolis Zoo und stand da bereits seit 2001. Keine Ahnung, hat mich irgendwie getriggert, euch das mitteilen zu müssen, dass Lake Winnepesaukah eine neue Achterbahn von Cira bekommt. Vielleicht liegt es auch daran, dass ihr bei uns im Shop Cira T-Shirts kaufen könnt, bei ridereview-shop.de, falls ihr da mal drauf geguckt habt. Beto Carreiro World, ein Freizeitpark, über den wir hier noch nie gesprochen haben und darüber müssen wir sprechen, was da passiert. Die bekommen nämlich von Intermini Amusement Rides eine neue Achterbahn, die bereits jetzt angekündigt wird und eigentlich erst für 2028 geplant ist. Und das Ganze wird ein SpongeBob-Thema erhalten und in einem SpongeBob-Themenbereich stattfinden. Das alleine ist ja schon Grund genug, dort einmal hinzufahren. Die Facts, die jetzt schon bekannt sind, sind, glaube ich, noch mehr Grund, da hinzufahren. 1400 Meter Strecke, 18 Airtime-Punkte bei der Fahrt, Multi-Launch, schnelle Weichenwechsel und Indoor-Parts gibt es. Das sagt jetzt schon mal ein bisschen was aus, aber noch nicht so viel. Was, glaube ich, aber viel aussagt, ist der Preis. Und zwar hat man hier ein Gesamtvolumen für dieses Projekt wohl von rund 74 Millionen Euro. Da kann also einiges passieren. Holla die Waldfee. Brasilien, wir kommen, denn dort steht dieser Park. Südamerika eine Sache, die auch bei uns noch offen ist und die haben auch einen Wacky Worm und einen SLC, das ist ja Grund genug, da hinzufahren. Da sind der Junior Coaster von Vekoma und ein weiterer Double Corkscrew ja nur nebensächlich, aber diese neue SpongeBob Achterbahn von Intermini Amusement Rides ist auf jeden Fall sehr verlockend. Skyline Park, wieder mal zurück nach Deutschland. Wir springen heute so ein bisschen hin und her und der Skyline Park hatte bisher sehr löblich keine Parkplatzgebühren erhoben. Das ändert sich aber jetzt für alle, die länger als 150 Minuten parken, was ja meistens gegeben ist, wenn man einen Freizeitpark besucht. Und voraussichtlich ab Pfingsten muss man auch im Skyline Park Parkplatzgebühren bezahlen in Höhe von 2,50 Euro. Wo man bisher keine Parkplatzgebühren bezahlen muss, ist der Potz Park Minden. Und da müsst ihr eventuell jetzt auch ein bisschen schnell sein. Morgen am 25. April gibt es den Familienspartag und da zahlt ihr nur 18,50 Euro Eintritt. Ohne Parkplatzgebühren. Das ist ein ziemlich cooler Deal und das lohnt sich bestimmt. Vor allem hat ja letztes Jahr mit Braus und Saus eine richtig coole neue Achterbahn eröffnet, die man auf jeden Fall fahren sollte, sich angucken sollte und jetzt im Vergleich zu unserem Review hier sogar noch ein bisschen mehr Gestaltung bekommen hat. Also fahrt dahin, guckt euch das an und wenn ihr morgen nicht könnt, einen anderen Tag, Potz Park lohnt sich auf jeden Fall. Gehen wir jetzt wieder zurück in die USA und es gibt den weltweit ersten Wave Twist L von RAS
AAS Rides und dieser hat unter dem Namen Wave Twister im Adventureland Long Island eröffnet. Das ist eine Attraktion, es gibt ein Fahrzeug, auf dem befindet sich ein Arm, an diesem Arm sind 2 Personenträger und dieser Arm dreht sich, diese Personenträger drehen sich und dieses ganze Fahrzeug fährt über eine 85 Meter lange und bis zu 15 Meter hohe L-förmige Strecke hin und her. Ziemlich interessante Geschichte und die zweite Anlage von AAS Rides, die ins Adventureland Long Island geht, nach dem Rollerball Fireball im Jahr 2022. Und kurz danach, da haben wir glaube ich sogar schon drüber gesprochen, hat auch in Frankreich ein Wave Twister L eröffnet im Parc de Com. Müssen wir uns auf jeden Fall auch mal angucken. Ich weiß nicht, wo wir von beiden zuerst hinkommen, aber das sind auf jeden Fall 2 neue Attraktionen von AAS Rides. Grüße gehen raus in die Schweiz. Movie Park Germany und es gibt auch natürlich, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dieses Jahr wieder das Halloween Horror Festival und es gibt auch wieder das Monster Casting und das ist eure Gelegenheit, wenn ihr Monster beim Halloween Horror Festival werden wollt, das jetzt zu werden. Und dieses Jahr findet das Casting am 20. Juni statt. Treffpunkt ist vorm Haupteingang um 18:30 Uhr. Und alle, die dort mitmachen wollen, müssen sich im Vorfeld anmelden unter hr@moviepark.de, denn am Tag des Castings wird ein Profilfoto benötigt, was ohne Kostüm ist, sowie ein ausgedruckter Lebenslauf und wie gesagt, müsst ihr euch dort anmelden. Wenn ihr mitmachen wollt, müsst ihr auch mindestens 18 Jahre alt sein. Idealerweise könnt ihr auch an allen Eventtagen, die zwischen dem, da muss ich spicken, 26. September und 8. November stattfinden. Und das Ganze, um das vielleicht auch nochmal ins Bewusstsein zu rufen, weil das vielleicht nicht bei jedem so ist, wird auch, wenn ihr das dann als Tätigkeit ausübt, angemeldet und bezahlt. Beim Casting selbst, wenn ihr dann dort seid, müsst ihr euch selber im ersten Teil schminken und verwandeln in ein Monster. Ihr dürft natürlich sehr gerne eigenes Make-up und eigenes Kostüm und alles mitbringen und das dann dort vor Ort umsetzen. Aber ihr könnt auch dann das gestellte Make-up und so weiter und so fort vor Ort nutzen vom Park selbst. Und die Altmonster sind auch vor Ort und stehen euch mit Rat und Tat zur Seite und haben vielleicht Tipps und Tricks, wie ihr das Ganze nochmal optimieren könnt, was ihr dort dann erschafft. Und im zweiten Teil geht es dann in die thematisierten Horrorhäuser und die werdet ihr dann bespielen, um die Jury von euch zu überzeugen. Ziemlich coole Sache, haben wir auch schon ein paar Mal videotechnisch begleitet und das Monster Casting dieses Jahr fürs Halloween Horror Festival im Movie Park Germany ist am 20. Juni, also let's go, wenn ihr Bock habt, Monster zu werden. Der wahre Horror findet ja aktuell eigentlich nur da statt, wo man irgendetwas bezahlen muss und da gibt es jetzt vom Fort Fun Abenteuerland eine Gegeninitiative und zwar unter dem Motto: Die Welt macht gerade keinen Spaß, wir schon. Und wenn ihr ein schon stark reduziertes, datiertes Ticket im Online-Shop vom Fort Fun kaufen wollt, gibt es jetzt zusätzlich nochmal 15% Rabatt. Aber damit noch nicht genug. Wer in Verbindung mit einem Online-Ticket oder einem regulären Tagesticket eine Tankquittung, die nicht älter als 2 Tage ist, in Höhe von mindestens 80 € im Fort Fun Service Point vorzeigt, erhält einen 5 € Gutschein für ausgewählte Gastronomie- und Souvenirangebote im Park. Das ist doch mal ein cooles Angebot, ein cooler Deal. Also wenn ihr ins Fort Fun fahrt, kriegt ihr schon mal 5 € gut geschrieben. Die könnt ihr dann in Gastronomie oder Shop umsetzen und habt das ein bisschen so von eurer Tankrechnung runter. Das ist auf jeden Fall auch schneller reagiert, als vielleicht die Regierung das hier und da mal hinkriegen sollte. Darum geht es ja aber auch gar nicht auf dem Kanal, sondern um Freizeitparks, Fahrgeschäfte und ähnliches. Und deswegen reden wir jetzt über Bold Move Nation aus Belgien. Und es gibt einen neuen Media Dark Ride im Hunderfossen in Norwegen. Und zwar Rally Flaklypa. Da haben wir auf jeden Fall drüber schon hier gesprochen und einiges gezeigt und erklärt, was das überhaupt ist. Und die Installation läuft und Bold Move Nation lässt uns teilhaben und gibt ein paar Insights, ein paar Bilder mit und Einblicke, wie das Ganze gerade abläuft. Die Eröffnung für diese Attraktion ist im Juni diesen Jahres geplant und in einem bestehenden Gebäude wird das Rockride Trackless System von Bold Move Nation installiert. Das in enger Zusammenarbeit mit dem Technikteam des Parks und die Animation kommt von Quisten Animation, die letztes Weihnachten
Weihnachten auch den IP-gebenden Film in die Kinos gebracht haben und die IP, die Lizenz liefern für das, was dort gerade in Norwegen entsteht. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass wir im Detail mit den einen oder anderen Leuten von Bold Move Nation nochmal vor der Kamera sprechen, die da vielleicht noch ein bisschen tiefer eingehen können in das Thema und ein paar Details uns mitgeben können, was da genau passiert, was die da gemacht haben und was am Ende dabei rauskommt. Aber cooles, spannendes Projekt und nice, dass dann das nächste Ding von Bold Move Nation gerade in Arbeit ist, weil einfach liebe, nette Menschen. Toverland, das Ende von Maximus Blitz. Super beliebte Attraktion im Toverland ist Maximus Blitzbahn. Und das Ganze ist von der Firma Wiegand eine Bobcard-Bahn und die sterben leider irgendwie gerade alle aus. So Wiegand selbst baut diese Dinger gar nicht mehr, hat das Ganze ersetzt durch das Coaster Kart, was eine unglaublich coole Attraktion ist. Und ja, die Bobcard-Bahnen an sich verschwinden auch Stück für Stück gerade. Im Toverland gab es ja zuerst Road Racer von 2004 bis 2011, das an gleicher Stelle, gleiche Attraktion und wurde dann quasi ersetzt 2015 mit dem voll thematisierten Maximus Blitzbahn und ja, eine wahnsinnig coole Q-Line und ein cooler Track und ein paar Effekte und ein paar, ja, Dark Ride Passagen kann man es ja fast schon nennen. Aber auch hier ist jetzt Schluss und man hat einfach zu wenig Kapazität und technische Herausforderungen bei dieser Art von Attraktionen sind auch zu hoch. Und ein Park, der inzwischen über 1 Million Gäste begrüßen kann im Jahr, braucht mehr Kapazität als das, was Maximus Blitzbahn bieten und liefern kann, mit dem Problem, dass diese Attraktion auch sehr beliebt ist. Und deswegen gibt es an gleicher Stelle einen ganz neuen Ride, den es weltweit so noch gar nicht gibt. Und zwar der sogenannte Swinging Bobsled. Und das ist relativ ähnlich zu dem, was wir vorher kennen. Nur fahren wir hier nicht in einer Wanne, sondern auf richtigen Achterbahnschienen. Und diese neue Attraktion und dieses neue Ride-System kommt von ETF Ride Systems aus den Niederlanden. Und die haben jetzt quasi den Ersatz für Maximus Blitz entwickelt. Man übernimmt die Stärken von Maximus Blitz und schafft trotzdem gleichzeitig ein ganz neues Erlebnis. Es bleibt aber auch so, dass man wohl die Geschwindigkeit wie bei Maximus Blitzbahn vorher auch selbst steuern und regulieren kann. Auch Fahrtverlauf bleibt und man benutzt dann den schon guten und dynamischen Fahrtverlauf, der komplett überdacht ist und wird dann dort das neue Ride-System einbauen oder drunter bauen oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Wenn ihr euch von Maximus Blitzbahn verabschieden wollt, könnt ihr das noch bis zum 17. Mai machen. Dann gibt es an diesem Tag die Abschiedsfahrten und dann ist Schluss. Und dann kommt das neue spannende Ride-System von ETF Ride Systems. Aber im Toverland passiert ja auch so noch super viel, was wir in den letzten News-Videos besprochen haben. Und wird auch noch Hans Klok auftreten im Park mehrfach und so weiter und so fort. Also 25 Jahre Toverland sind auf jeden Fall verrückt. Aber wenn wir schon bei Jubiläen sind und über ETF Ride Systems gerade gesprochen haben, ETF werden dieses Jahr 75 Jahre alt. 1951 angefangen als Maschinenhersteller für die Textil- und Bodenbelagindustrie, hat man in den 1990er Jahren angefangen, sich so ein bisschen auf die Amusement-Industrie zu konzentrieren und hat dann auch das eine oder andere Projekt schon umgesetzt, um dann 1998 ETF Ride Systems zu gründen und dann im Anschluss quasi weltweit schon über 100 Fahrattraktionen und 800 Fahrzeuge ausgeliefert zu haben und das in Freizeitparks sowie auch Museen. Haben wir auch super viele Sachen schon von hier gezeigt und sind super viele Sachen schon auch von gefahren und ihr kennt auch einiges wie in Efteling Symbolika oder im Phantasialand Maus zu Schokolade. Und auch heute noch haben ETF ihren Sitz im niederländischen Nederweert. Das ist so 50 Minuten von hier entfernt und ja, herzlichen Glückwunsch zu 75 Jahre ETF Ride Systems oder ETF an sich. Crazy, also Glückwunsch, coole Sache. Six Flags New England, haben wir auch schon drüber gesprochen und jetzt ist es soweit. Quantum Accelerator hat jetzt eröffnet. Neuer Family Thrill Multi-Launch Coaster von Intermin Amusement Rides. Die 12. Achterbahn von Six Flags New England und hier nimmt man in diesem Family Launch Coaster Platz und nicht auf Quads, Motorrädern oder Jetskis, sondern in einem Steampunk
Hoverbike. Und aus der Station raus wird man mit 30 Meilen die Stunde, also 48 km/h katapultiert und hat einen zweiten Launch noch, eine zweite Abschussbeschleunigung von 45 Meilen pro Stunde, was 72 km/h pro Stunde sind. Und es gibt noch ein paar andere spannende Facts zu Quantum Accelerator und Six Flags New England, weil es gibt Highspeed-Kehren, bodennahe Overbank Curves, mehr als 90 Grad. Dann gibt es den berühmten Stängel-Dive als Element bei dieser Bahn, die auch 11 Airtime-Punkte auf 900 Metern Strecke hat. Also richtig crazy. Und auch ganz Neues hier bei den Family Launch Coastern, dass die Chassis komplett aus Aluminium gefräst sind. Das bedeutet, die sind ohne Schweißnähte. Das wiederum erspart einem die NDT-Prüfung. Dass das alles super aufwendig ist, haben wir ja auch schon einmal hier in einem Video gezeigt, wo ich eine Achterbahn auseinandergeschraubt habe, oder mit auseinandergeschraubt habe, stümper wie ich bin. Guckt da gerne mal rein. Und das auf jeden Fall aus einem gefräst erhöht die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit einer Achterbahn. Und diese Erfahrungen hat Intamin auch schon aus einigen Jahren LSM Coaster, und das ist jetzt neu eingeflossen hier bei Quantum Accelerator in dem Family Launch Coaster, den man bereits ab 120 cm Körpergröße fahren kann. Und damit hoffe ich, habe ich nichts vergessen von all den Sachen, die jetzt passiert sind, die ich mir gemerkt habe, aufgeschrieben habe und aufbereitet habe für euch. Und ihr habt, glaube ich, schon 4 oder 5 Videos der 360-Grad-Tour gesehen, die bereits online sind, und die anderen werden jetzt auch folgen. Und da wird es auf jeden Fall spannend bleiben. Auch hier vielleicht nochmal erwähnt, dass die überhaupt gekommen sind, während wir auf Tour waren, ist wirklich, weiß ich nicht, bekloppt gewesen und echt viel Arbeit, und so ein Video braucht halt echt seine Zeit, und das hat ja nur mit langen Umstiegszeiten und einem echt unschönen Tag, den wir hatten, zu tun, dass das überhaupt geklappt hat. Werdet ihr dann auch noch im Verlauf der Tour sehen, die echt spannend, crazy, verrückt und nicht geplant war. Aber darüber reden wir dann auch in diesen ganzen Tour-Videos. Also würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da reinschaut und dieser Serie folgt und das Anfang bis Ende und bei allen Videos, weil die alle aufeinander aufbauen. Das einfach mal am Rande von mir an dieser Stelle. Und ansonsten wünsche ich euch ein wunderbares Wochenende. Und jeden Tag um 18 Uhr sehen wir uns zu einem neuen Video wieder hier auf dem Bright View YouTube-Kanal.